Paris, holy shit. Paris war heftig. Die Presse hat mich hart überrannt. Das ist überfordernd und es ist zu viel. Ich glaube auch, dass es fürs menschliche Hirn nicht bestimmt ist, dass so viel in so kurzer Zeit geschieht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Ich war in Tahiti, dann in Paris, dann 3 Tage zu Hause, dann wieder in Paris und dann nach Hause. Ja, es war eine lange Anreise. Fangen wir mal sportlich an. Was macht ihr genau? Habt ihr Segel dabei? Steht ihr nur auf dem Brett? Erzählt. Also abgesehen von Reisepass, Zahnbürste, Unterwäsche und so, gibt es irgendwas, was du immer mitnehmen musst auf Reisen? Von überhaupt gar keine Medienaufmerksamkeit auf durchgehend und jeden Tag. Ich habe dann auch 2 Wochen, glaube ich, nach dem Interview, was ich hier gegeben habe, gesagt, ich mache erstmal keine Pressearbeit mehr. Ich glaube, ich bin danach richtig fertig. Bis zum Feierabendbier, ich sag's dir. Once in a lifetime experience für Timmy. Das Einkleiden war auf jeden Fall ein Schritt näher Richtung Akzeptanz. Was passiert hier eigentlich? Wo bin ich hier Teil von? Was ist überhaupt passiert? Scheiße, ich war zu Olympia. Vamos! Das war schon ziemlich beeindruckend, dann da in der Halle zu stehen mit Camilla. Ich stehe hier nicht mehr allein mit meiner Familie, meinen Freunden und meinem Team, meinen Trainern, Logistikern, sondern da steht so Surf Deutschland dahinter, voll und ganz. Olympia waren die 17 krassesten Tage meines Lebens. Wir waren ja schon eine Woche vor Conteststart in Tahiti. Du wachst morgens auf und du denkst, dir gehört die Welt. Sitzt auf so einem Kreuzfahrtschiff mitten im Polynesien, hast den krassesten Ausblick ever. Fuck, das ist schon krass, das in der Hand zu haben. Alter, wenn ich das so sehe, wenn mir das jemand gesagt hätte vor 4 Jahren oder als Kind, als ich mit Surfen angefangen habe, das hätte ich nicht geglaubt. Als ich rausgefahren bin, morgens zu meinem ersten Heat, dieses Gefühl von Dankbarkeit, was ich in dem Moment verspürt habe, habe ich noch nie verspürt. Dankbarkeit und einfach reine Freude. Und ich war gerade so vor dem wichtigsten Heat meines Lebens. Wir freuen uns auf Tim Elter gegen Conor O'Leary. Paddeln kann er, ist ein drahtiger Typ, guter Athlet, groß gewachsen, Tim Elter. Ja, eigentlich der Ozean bietet gar nichts gerade eben. Man hat eigentlich noch keine richtige Welle gesehen, wo irgendwas da ist zum Ansetzen. Ja, das sind die ersten 10 Minuten futsch. Es hat mich schon ein bisschen gebrochen, dass einfach in 30 Minuten 2 Wellen durchkamen, sogar 40 Minuten mit dem Restart. Die waren beide für Conor bestimmt. Ich gehe aus dem Event raus mit 70 Minuten im Wasser und mit dem Bewusstsein, dass 3 Wellen durchkamen in 70 Minuten. Und keine einzige davon meine war. Nach diesem Heat mit Conor, mir kamen einfach die Tränen, weil ich war so auch einfach emotional maßlos überfordert und überladen in dem Moment. Ich will nicht sagen, der Traum war geplatzt, aber irgendwie doch. Ich bin dahin gefahren, das Ziel war klar, ich wollte eine Medaille, eine Goldmedaille. Und das Ziel habe ich nicht erreicht. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, ob es Freude war
oder Enttäuschung oder Dankbarkeit. Es war wahrscheinlich ein Mix aus allem gleichzeitig. Aber dieses Gefühl ist der Grund, weshalb ich das mache. Es ist nicht Erfolg oder Heats. Das ist alles nicht. Das ist das Gefühl, was das einem gibt. Und das war in dem Moment sehr, sehr belohnend. Nach so viel harter Arbeit. Ich weiß auch, der Moment ist der Anfang meiner Karriere. Jetzt geht's los. Und das habe ich auch der Presse genauso gesagt. Ich will sportliche Erfolge leisten unter der deutschen Flagge, die mich zum besten Surfer der deutschen Geschichte machen. Da ist mein Ego auch groß genug zu sagen, dass das meine Endstation ist. Und einfach die Wahrnehmung von Surfen in Deutschland verändern. Komplett. Dass die Leute eigentlich checken, was das für ein geiler Sport ist. Ich bin hungrig. Sehr. Sie haben gerade abgeschlossen. We did it, brother. 30 Stunden. Living the dream life. Welcome to the fucking Olympics. What do you have to say about this? I'm excited.